Schüssel durch die Küchen von Berlin. Glückel will es genau wissen, was gibt's in Berlin zu essen? E questo cos'è? Bambini, quante volte vi ho detto di non lasciare i vostri giocattoli in giro? Questo non è mio. Ma che cos'è questo? Adesso guardo io e basta. Oh. Shalom, Shalom. Wer bist du denn? Ich bin Glückel. Ich bin ein jüdisches Fantasiewesen. Und wer seid ihr? Wir sind die Familie Lavarello! Elisabetta. Gottardo? Luisa. Filippo, Was macht ihr denn hier? Wir backen gleich einen italienischen Osterkuchen. Willst du mitmachen? Ja, wie heißt denn eigentlich dieser Osterkuchen? Sie heißt La Colomba di Pasqua. auf Deutsch heißt es Ostertaube. Oh nein! Ihr backt doch jetzt etwa keine Taube, oder? Ich bin Vegetarierin. Nein, aber der Teig kommt hier in diese Form. Oh, interessant. Eine Kuchenform, die wie eine Taube aussieht. Allora, zuerst machen wir den Teig. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir die folgenden Zutaten. Eine Colomba-Kuchenform für 750 Gramm, 6 Eier, 200 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, eine geriebene Orangenschale, eine geriebene Zitronenschale, 60 Gramm Mandeln, 60 Gramm kandierte Orangen, 350 Gramm Mehl, 150 Gramm Milch, ein Päckchen Backpulver, 50 Gramm Amaretto di Saronno und später zum Dekorieren 100 Gramm Kristallzucker, 100 Gramm ganze geschälte Mandeln. Okay, und womit fangen wir an? Allora, wir trennen das Eiweiß in die Schüssel. Danach schlagen wir mit einem Mixer so lange schaumig, bis daraus Eischnee wird. Dann lassen wir den Eischnee im Kühlschrank ruhen. Was feiert man eigentlich an Ostern? An Ostern feiern die Christen die Auferstehung von Jesus. Oh, ist das gut? Ja, Ostern ist ein glückliches Fest. Man sagt auch Felice come una Pasqua. Glücklich wie ein Ostern. Toll, dann bin ich auch glücklich. Eine glückliche Glücke, das ist gut. Jetzt, komm, machen wir weiter mit dem Kuchen. Genau. Wir geben jetzt die Eigelbe, Zucker und die weiche Butter in eine Schüssel und rühren kräftig um. Was bedeutet eigentlich Pasqua? Pasqua heißt auf Italienisch Ostern. Pasqua? Das hört sich ja wie Pessach an. Pessach ist ein jüdisches Fest. Da essen wir Matzebrot und haben einen Sederteller und wir singen viele Lieder. Das ist ja ein Zufall. Jetzt reiben wir die Orangen- und Zitronenschalen. Weißt du was? Was? Pessach ist immer zur gleichen Zeit wie Pasqua, also Ostern. Das ist ja ein komischer Zufall. Das ist eigentlich kein Zufall. Was? Warum? Das erzählen wir gleich. Jetzt lassen wir weiter mit dem Kuchen machen. Jetzt mischen wir die geriebenen Orangen- und Zitronenschalen hinzu. Dann die Mandelstücke und dann die kandierten Orangen. Und wir rühren kräftig weiter. Übrigens, was ich noch erzählen wollte. Jesus war während des jüdischen Pessachfestes vor tausenden von Jahren auferstanden. Heißt das, dass Jesus auch Pessach gefeiert hat? Ja, Wieso das denn? weil er auch Jude war. Oh, das ist ja interessant. Jetzt ziehen wir das Mehl. Dann rühren wir
folgende weitere Zutaten hinzu: Milch, Backpulver und Amaretto. Wir holen den Eischnee aus dem Kühlschrank und nehmen es vorsichtig unter unsere Teigmischung und lassen es für 1 Stunde ruhen. Jetzt gießen wir unsere Mischung vorsichtig in die Colomba-Kuchenform. Jetzt dekorieren wir die Oberfläche mit dem Kristallzucker und den Mandeln. Dann schieben wir die Colomba in den vorgeheizten Backofen. Dort wird sie jetzt bei 170 Grad etwa 50 Minuten backen. Sag mal, mit wem habt ihr denn vor Corona Ostern gefeiert? Also Pasqua feiern wir mit den Freunden. Man sagt auf Italienisch Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Oh, was heißt das? Auf Deutsch heißt das Weihnachten mit deiner Familie, Ostern mit deinen Freunden. Zum Beispiel mit mir, richtig? Jetzt nehmen wir unsere Colomba aus dem Ofen und lassen sie etwas abkühlen. Und dann wird sie serviert. Warum backt man eigentlich an Pasqua einen Kuchen in Taubenform? Die Taube hat viele Bedeutungen. Ja, was denn zum Beispiel? Also zum Beispiel der Heilige Geist, Versöhnung, Glück. Und die Taube von der Arche Noah, die mit dem Olivenzweig. Und Frieden. Ja, so wie die Friedenstaube. Oh ja, die Friedenstaube kenne ich auch. Ja, und Frieden brauchen wir alle. Allora, auf den Frieden. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Man kann es nicht besser sagen als die wunderbare Familie Lavarello. Auf den Frieden, Buona Pasqua und Tschüssikowski!